Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder hier seid. In diesem Video möchte ich euch eine ganz besondere Methode vorstellen, um euer Deutsch zu verbessern. Die Technik des Shadowing. Dabei hört ihr einem Muttersprachler aufmerksam zu und wiederholt unmittelbar, was er sagt, so genau, wie er es ausspricht. Diese Methode hilft euch nicht nur dabei, eure Aussprache, Intonation und Hörverständnis zu verfeinern, sondern lässt euch auch das natürliche Sprachgefühl unseres schönen Deutsch spüren. Zunächst erkläre ich kurz, was Shadowing bedeutet. Stellt euch vor, ihr habt einen unsichtbaren Begleiter, der jeden Satz, den ihr hört, sofort nachahmt. So funktioniert es. Ich lese eine Geschichte vor, und währenddessen erscheinen die Wörter auf dem Bildschirm. Dann habt ihr die Möglichkeit, jeden Satz direkt nachzusprechen. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr beim ersten Mal nicht alles perfekt trefft. Übung macht den Meister. Mit jedem Wiederholen werdet ihr sicherer und euer Sprachrhythmus verbessert sich. Heute habe ich eine spannende Geschichte für euch vorbereitet, die nicht nur interessant ist, sondern euch auch viele nützliche Ausdrücke und Vokabeln an die Hand gibt. Die Geschichte heißt Annas Abenteuer in Berlin. Sie handelt von Anna, einer jungen Frau, die zum ersten Mal in die deutsche Hauptstadt reist und dabei allerlei neue Erfahrungen sammelt. Die Erzählung ist in einem klaren und leicht verständlichen Deutsch verfasst, damit ihr euch voll und ganz auf das Hören und Nachsprechen konzentrieren könnt. Annas Abenteuer in Berlin. Anna träumte schon lange davon, Deutschland zu entdecken. Eines Morgens, als der Himmel in sanften Pastelltönen leuchtete, war es endlich soweit. Mit einer kleinen Reisetasche, ihrem Reisepass und einer großen Portion Vorfreude machte sich Anna auf den Weg zum Bahnhof. Heute beginnt mein großes Abenteuer, dachte sie, während sie den kühlen Morgenluft einatmete. Am Bahnhof herrschte reges Treiben. Menschen strömten in alle Richtungen, und überall waren Durchsagen zu hören. Anna kaufte sich ein Ticket nach Berlin und begab sich zügig zum Bahnsteig. Dort setzte sie sich auf einen freien Sitzplatz am Fenster, um die vorbeiziehende Landschaft in sich aufzunehmen. Während der Zug langsam in Bewegung kam, lauschte sie aufmerksam den Ansagen des Zugführers. Dabei wiederholte sie innerlich jeden Satz, um sich an die neue Sprachmelodie zu gewöhnen. Nach einer angenehmen Zugfahrt, die etwa 2 Stunden dauerte, erreichte Anna den Berliner Hauptbahnhof. Die pulsierende Energie der Stadt war sofort spürbar. Überall waren Menschen, die lachten, plauderten und die urbane Atmosphäre genossen. Anna fühlte sich wie in einer anderen Welt und war gespannt darauf, all die Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Ihr erster Halt in Berlin war ein kleines, gemütliches Café in der Nähe des Bahnhofs. Kaum hatte sie das Café betreten,
wurde sie von einer freundlichen Bedienung begrüßt. »Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen?« fragte die Bedienung, während sie Anna mit einem warmen Lächeln ansah. »Ich hätte gerne einen Cappuccino und ein Stück Apfelkuchen, bitte«, antwortete Anna höflich. Nachdem ihr der Kaffee serviert wurde, setzte sich Anna an einen kleinen Tisch am Fenster. Dort beobachtete sie das geschäftige Treiben auf der Straße und ließ ihren Gedanken freien Lauf. Sie dachte an all die neuen Wörter und Redewendungen, die sie heute lernen wollte. Gestärkt verließ Anna das Café und machte sich auf den Weg, um Berlin weiter zu erkunden. Ihr Ziel war der berühmte Alexanderplatz, ein Ort, der für seine Mischung aus Tradition und Moderne bekannt ist. Unterwegs nahm sie sich vor, sich jede Wegbeschreibung genau einzuprägen. An einer Straßenecke blieb sie kurz stehen und fragte einen Passanten: »Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Alexanderplatz komme?« Der Passant lächelte und erklärte: »Gehen Sie einfach geradeaus, dann biegen Sie an der zweiten Ampel links ab. Der Alexanderplatz ist dann auf der rechten Seite.« Anna bedankte sich und wiederholte die Wegbeschreibung in ihrem Kopf. Geradeaus, links abbiegen, rechts. Solche einfachen Sätze sind essentiell, wenn man sich in einer neuen Stadt orientieren möchte. Am Alexanderplatz angekommen, war Anna überwältigt von der lebhaften Atmosphäre. Straßenkünstler, Marktstände und Touristen aus aller Welt sorgten für ein buntes Treiben. Sie setzte sich auf eine Bank und schloss für einen Moment die Augen, um die Eindrücke in sich aufzunehmen. Dabei wiederholte sie leise einige Sätze, die sie zuvor geübt hatte, um den Klang und Rhythmus des Deutschen besser zu verinnerlichen. Doch nicht alles verlief reibungslos. Als Anna sich später auf den Weg zurück zum Hotel machte, stieß sie auf eine kleine Herausforderung. In einem Flugzeug, in dem sie nun ihre Rückreise antreten sollte, bemerkte sie, dass ihr zugewiesener Sitzplatz von jemand anderem besetzt war. Anna ging zu dem Passagier, der bereits in ihrem Sitz saß, und sagte höflich: »Entschuldigen Sie, laut meiner Bordkarte ist das mein Platz.« Der Passagier schaute sie überrascht an und entgegnete: »Sind Sie sicher? Lassen Sie mich kurz mein Ticket überprüfen.« Nach einem kurzen Moment der Verwirrung zog der Mann sein Ticket heraus und verglich es mit dem von Anna. Es stellte sich heraus, dass es aufgrund eines technischen Fehlers zu einer Verwechslung gekommen war. Eine freundliche Flugbegleiterin kam hinzu und erklärte, dass Annas Sitzplatz tatsächlich ein anderer sei, nämlich 12c anstatt 12a. Obwohl Anna sich zunächst etwas verlegen fühlte, nahm sie die Situation gelassen hin. Der Passagier lächelte und meinte: »Kein Problem, solche Dinge passieren. Wichtig ist, dass wir alle sicher reisen.« Anna wechselte ihren Platz, und während der Flug fortschritt,
führte sie ein angenehmes Gespräch mit ihrem neuen Sitznachbarn, einem echten Berliner. Dieser erzählte ihr Geschichten über die Stadt, gab ihr wertvolle Tipps, welche Sehenswürdigkeiten sie unbedingt besuchen sollte. Wie das Brandenburger Tor, den Reichstag und das historische Nikolaiviertel. Und erklärte ihr einige umgangssprachliche Ausdrücke, die in Berlin oft verwendet werden. Die Unterhaltung inspirierte Anna, jedes neue Wort in ihrem Kopf zu wiederholen, um ihre Aussprache zu trainieren. Mit jedem Satz, den sie nachsprach, wuchs ihr Selbstvertrauen. Die Technik des Shadowing erwies sich als sehr effektiv, denn sie half ihr, sich die Sprache schneller anzueignen und flüssiger zu sprechen. Bei der Landung in Berlin fühlte sich Anna von einer Mischung aus Freude, Erleichterung und Dankbarkeit erfüllt. Trotz kleiner Missverständnisse während des Fluges hatte sie eine wertvolle Lektion gelernt. Es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen, denn gerade diese Fehler bieten die besten Lernchancen. Beim Verlassen des Flugzeugs dachte sie an den Rat ihres Sitznachbarn. Habt keine Angst, Fehler zu machen, sie sind der Schlüssel zu eurem Fortschritt. Auf dem Weg zu ihrem Hotel wiederholte Anna immer wieder die hilfreichen Sätze, die sie während des Tages gehört hatte, und vertiefte so ihr neues Vokabular. Jede Situation, sei es im Café, am Bahnhof oder im Flugzeug, war eine Chance, ihr Deutsch zu verbessern und neue Ausdrücke zu lernen. Wiederholung und Vokabeltraining. Bevor wir zum Ende dieses Videos kommen, möchte ich mit euch einige der wichtigen Sätze und Wörter durchgehen, die in Annas Geschichte vorkamen und die ihr im Alltag oder auf Reisen verwenden könnt. Entschuldigen Sie, laut meiner Bordkarte ist das mein Platz. Diese Phrase hilft euch, Missverständnisse in öffentlichen Situationen zu klären. Lassen Sie mich mein Ticket überprüfen. Ein nützlicher Satz, um Unsicherheiten zu beseitigen. Kein Problem, solche Dinge passieren. Eine beruhigende Wendung, die zeigt, dass Fehler normal sind. Habt keine Angst, Fehler zu machen. Ein motivierender Rat, der euch ermutigt, weiterzulernen. Genießt die Reise. Eine freundliche Verabschiedung, um jemandem eine angenehme Erfahrung zu wünschen. Wichtige Vokabeln. Bordkarte, das Dokument, das euch den Zugang zum Flugzeug ermöglicht. Sitzplatz, der zugewiesene Platz im Flugzeug. Sicherheitskontrolle, der Vorgang am Flughafen, bei dem euer Gepäck und eure Identität überprüft werden. Durchsage, die Ansage, die in Flughäfen und Zügen gemacht wird. Reisepass, das offizielle Dokument, das eure Identität und Nationalität bestätigt. Übungsphase. Nun lade ich euch ein, mit mir gemeinsam zu üben. Hört mir genau zu, während ich diese Sätze vorlese, und wiederholt sie dann in eurem eigenen Tempo. Es ist ganz normal,
wenn ihr nicht sofort alles perfekt nachsprechen könnt. Mit regelmäßiger Übung werdet ihr feststellen, dass euer Hörverständnis und eure Aussprache sich stetig verbessern. Wiederholt nach mir. Entschuldigen Sie, laut meiner Bordkarte ist das mein Platz. Lassen Sie mich mein Ticket überprüfen. Kein Problem, solche Dinge passieren. Habt keine Angst, Fehler zu machen. Genießt die Reise. Jeder Satz ist eine Chance, euer Deutsch zu verfeinern und eure Sprachfähigkeiten auszubauen. Nehmt euch Zeit, jeden einzelnen Satz mehrmals zu wiederholen, und spürt, wie sich euer Sprachrhythmus allmählich verbessert. Die Geschichte von Anna zeigt uns, dass das Erlernen einer Sprache ein aufregendes Abenteuer ist, voller unerwarteter Wendungen und wertvoller Lernmomente. Fehler gehören dazu und sind ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Mit der Technik des Shadowing könnt ihr aktiv lernen, indem ihr jeden Satz nachsprecht und euch so das Sprachgefühl aneignet. Bis zum nächsten Mal, und denkt daran, jede Wiederholung bringt euch dem Ziel näher, ein sicherer und fließender Sprecher zu werden. Viel Erfolg und auf Wiedersehen!